Gesundheit braucht Verstand. Kennt ihr das? Ihr seid gestresst, ihr schlaft schlecht, ihr kommt gar nicht richtig runter, die Stimmung ist im Keller, irgendwas zwickt und der Körper findet einfach keine Ruhe. Und selbst die schönen Dinge erreichen euch nicht mehr richtig. Und ihr fragt euch, was kann ich dagegen bloß tun? Ihr kennt alle die Cannabis-Debatte. Die einen schwören drauf, die anderen warnen davor. Aber in diesem Video kommt etwas, was gar nicht richtig bekannt ist. Euer Körper stellt ein eigenes Cannabis her. Natürlich nicht die Pflanze, aber eigene Stoffe, die so ähnlich sind. Sie docken im Nervensystem genau dort an, wo Cannabis auch andockt. Allerdings nicht um zu berauschen, sondern um sich selbst zu regulieren. Bei Stress, bei Schmerz, bei Schlaf zur Stimmungsregulierung. Es ist eines der Hauptregler in eurem Gehirn. Und die Andockstellen gehören zu den häufigsten, die im Gehirn vorhanden sind. Und was viel da ist, ist in der Regel auch wichtig. Und trotzdem hat kaum einer etwas davon gehört. Und dieses System hat sogar einen Namen. Das Endokannabinoid-System. Endo, die Vorsilbe, heißt immer von innen, aus dem Körper selbst. Und jetzt kommt der Teil, der euch wirklich was bringen soll. Ihr braucht dazu keine Pflanze, kein Öl, kein Pulver, nichts von außen. Ihr habt das System selbst eingebaut und ihr könnt es selbst hochfahren. Wie es geht, schauen wir uns gleich an. Was das ist, wozu es gut ist und wie es anspringt. Und warum dieses sogenannte Runners High, dieses Hochgefühl nach dem Sport, ganz anders zu erklären ist, als es jahrelang in den Sportbüchern stand. Bleibt also dran, denn ihr wisst ja, Gesundheit braucht Verstand. Fangen wir mal mit dem Namen an, denn der erklärt schon das ganze Missverständnis. Forscher haben zuerst in den 1960er Jahren die Cannabispflanze untersucht und haben dabei den berauschenden Wirkstoff aus der Pflanze analysieren können. Das sogenannte THC, Tetrahydrocannabinol, der sogenannte psychoaktive Inhaltsstoff der Pflanze. Er ist für das typische High oder Stoned. Und dann hat man sich gefragt, Moment mal, wie wirkt denn dieser Pflanzenstoff überhaupt in unserem Körper? Der muss ja irgendwo andocken, sonst würde ja gar nichts passieren, wenn ich das zu mir nehme. Und genau diese Andockstellen hat man auch gefunden. Rezeptoren, also Empfänger an unseren Zellen. Und die entscheidende Frage, warum hat unser Körper überhaupt Empfänger, die einen Pflanzenstoff aufnehmen können? Die Evolution baut nämlich oder hat keine Schlösser gebaut für Schlüssel, die es gar nicht gibt. Die Antwort kam Anfang der 90er Jahre. Der Körper baut den Schlüssel selber. Wir haben körpereigene Stoffe, die genau an diese Empfänger passen. Das Schloss war zuerst da, schon immer. Und wie alt das ist, das macht es erst richtig deutlich. Dieses System steckt nämlich nicht nur in uns. Es zieht sich durch das ganze Tierreich bis hinunter zu den ganz einfachen Tieren. Es ist über 500 Millionen Jahre alt, älter als die Dinosaurier. Die Cannabispflanze ist dabei nur ein winziger, später Zufall. Das Schloss war also hunderte von Millionen Jahre vor dem pflanzlichen Schlüssel da. Ein uraltes Steuerungssystem, benannt nach der Pflanze, aber viel älter und mit Kiffen hat das erstmal gar nichts zu tun. Und kaum einer erkennt es. Diese körpereigenen Stoffe heißen also Endokannabinoide. Und zwei von ihnen sind die wichtigsten. Der erste hat einen wunderschönen Namen. Anandamid. Das kommt aus dem Sanskrit, von dem Begriff Ananda. Und das heißt Glückseligkeit. Die Forscher haben das so benannt, weil dieser Stoff mit Ausgeglichenheit und Wohlbefinden zu tun hat. Das Glücksmolekül könnte man sagen. Das zweite heißt 2-AG, klingt sperrig, ist aber der mengenmäßig wichtigere von beiden, gerade im Gehirn. Und da gibt es gleich eine Besonderheit, diese Stoffe unterscheiden sich nämlich von allen anderen Botenstoffen in unserem Körper. Botenstoffe übertragen Informationen
in unserem Nervensystem, im Gehirn und als Hormone im gesamten Körper und im Immunsystem. Die meisten Botenstoffe hat der Körper auf Lager, in kleinen Bläschen, sogenannten Vesikeln. Und bei Bedarf schüttet er sie aus. Die Endokannabinoide allerdings nicht. Die werden nämlich nicht gelagert. Die werden erst in dem Moment gebaut, wo sie gebraucht werden. Aus der Zellwand heraus, direkt vor Ort. Man nennt das On Demand, auf Abruf. Müsst ihr euch vorstellen wie die Feuerwehr. Die fährt nicht den ganzen Tag mit Wasser durch die Stadt für den Fall, dass es irgendwann irgendwo brennt. Die rückt aus, wenn es brennt. Und genau dort, wo es brennt. Und danach ist wieder Ruhe. Und diese Stoffe, Anandamid und 2-AG, docken an ganz speziellen Stellen an. Das sind zwei Hauptempfänger. Die heißen CB1 und CB2. CB1 sitzt vor allem im Gehirn und an den Nerven. Das sind genau die Andockstellen, von denen ich vorhin gesagt habe, dass es da im Gehirn so viele gibt. CB2 dagegen sitzt vor allem im Immunsystem. Auf Abwehrzellen wie weiße Blutkörperchen in der Milz, in den Mandeln, in der Nasenschleimhaut. Bei Allergien, bei Erkältung wird die Anzahl der CB2-Zellen in der Nase sogar extrem hochgefahren. Und wenn der Stoff seine Arbeit getan hat, dann wird er sofort wieder abgebaut. Dafür gibt es eigene Enzyme, die räumen das Anandamid und das 2-AG ruckzuck wieder weg. Und warum ist das wichtig? Weil das eigene System dadurch fein und kurz wirkt. Es reguliert, es überschwemmt nicht. Und genau hier liegt der Unterschied zur Cannabispflanze. Das THC aus der Pflanze dockt zwar an denselben Stellen an, wird aber nicht schnell wieder abgebaut. Es flutet das System stundenlang, überall gleichzeitig. Euer eigenes System macht genau das Gegenteil. Kurz dosiert, punktgenau. Und genau da, wo es gebraucht wird. Und sofort wieder weg. Und jetzt kommt das, was ihr alle kennt, zumindest vom Hörensagen. Der Heißhunger beim Kiffen, die Munchies. Der plötzliche Heißhunger auf alles, was nicht bis 3 auf die Bäume kommt. Und warum? Naja, euer Körper regelt den Appetit ganz fein mit. Genau über dieses System. Im Gehirn sitzt eine kleine Schaltzentrale für Hunger und Sattheit. Und da redet euer Endokannabinoid-System ein Wörtchen mit. Und zwar ganz dosiert. Hunger, wenn ihr Energie braucht. Ruhe, wenn ihr satt seid. Und jetzt kommt das Verrückte, das THC aus der Pflanze flutet genau diese Schaltzentrale. Und dann passiert plötzlich was Absurdes. Die Nervenzellen, die funken sollen, ich bin satt, machen plötzlich genau das Gegenteil und sagen, ich habe Hunger. Euer eigenes System sagt fein dosiert Bescheid, aber die Pflanze legt den Schalter um und schaltet ihn dauernd an. Und jetzt die Frage, die euch wahrscheinlich alle interessiert, was habt ihr davon? Warum hat der Körper diese Einrichtung? Und da sind wir bei einem Wort, was auf diesem Kanal häufiger vorkommt, weil es das Kernthema des Körpers überhaupt betrifft. Gemeint ist die Homöostase. Sie meint das Gleichgewicht in unserem Körper, die Selbstregulation von Prozessen. Euer Körper ist die ganze Zeit damit beschäftigt, sich auszubalancieren. Nicht zu kalt, nicht zu heiß, nicht zu viel Stress, nicht zu wenig Stress. Schmerz, der warnt, aber nicht überschießt. Eine Immunabwehr, die kämpft, aber nicht gegen den eigenen Körper. Das ist ein ständiges Nachjustieren, jede Sekunde. Und das Endokannabinoide-System ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir zu dieser Regulierung benötigen. Alles, was dazugehört, überall da, wo irgendetwas wieder ins Gleichgewicht muss. Das ist genau die Sprache, die ihr von mir schon beim Video zum Vagusnerv kennt. Das System sorgt dafür, dass der Körper flexibel bleibt und immer wieder in die Balance zurückfindet. Und tatsächlich hängen die beiden eng zusammen. Und dazu kommen wir gleich. So, wie macht das System das jetzt konkret? Vor allem auf eine Art. Es ist eine Bremse. Stellt euch eine Nervenzelle vor, die gerade Vollgas gibt, die feuert. Sie schüttet Botenstoffe aus, immer mehr, immer schneller.
Und wenn das aus dem Ruder läuft, dann ist das schlecht. Überregung, Stress, Schmerz, der sich aufschaukelt. Und was macht diese Zelle jetzt? Sie baut sich selber die Endokannabinoide on demand. Und die wandern dann zurück zu der Zelle davor und teilen da quasi mit, langsam, drosseln, weniger. Das ist eine Rückkopplung. Eine eingebaute Notbremse gegen das Überschießen. Müsst ihr euch vorstellen, wie ein Thermostat an der Heizung. Wird es zu heiß, regelt er runter. Das Endokannabinoid ist solch ein Thermostat für die Regelung des Nervensystems. Es lässt das System arbeiten, aber es lässt es nicht durchdrehen. Und damit das klar ist, das heißt nicht, dass Cannabis harmlos wäre. Genau hier kommt auch eine Verbindung ins Spiel, über die ich auf diesem Kanal schon gesprochen habe. Der Vagusnerv und das autonome Nervensystem. Anspannung und Erholung und um die Stressachse, die bei vielen von uns dauernd auf Anschlag steht. Das Endokannabinoid-System ist genau an dieser Stressachse beteiligt. Es hilft, sie wieder runterzufahren, wenn die aktuelle Belastung vorbei ist. Es sagt, Gefahr vorbei, du kannst jetzt in den Erholungsmodus. Nun der Punkt, der vielen von euch bekannt vorkommen wird. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn der Stress einfach nicht aufhört? Wochenlang, wenn ihr nur noch funktioniert und selbst die schönen Dinge erreichen euch nicht mehr. Ich rede hier nicht von einer Krankheit. Und wenn solch ein Tief richtig tief verfestigt ist, dann gehört das in professionelle Hände. Ich meine aber dieses ganz alltägliche Gefühl des Ausgelaugten, das so viele kennen. Und ein Teil davon ist das hier. Wenn euer Stress dauernd auf Anschlag steht, dann läuft das Endokannabinoide-System auf Sparflamme. Die Empfänger reduzieren sich und das Anandamid sinkt. Der Tank ist sozusagen leer, soweit wir das heute sehen. Aber, und das ist die gute Nachricht, den Tank könnt ihr auffüllen. Ganz von selbst. Ohne irgendetwas von außen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Jetzt also zum praktischen Teil. Wann baut euer Körper diese Stoffe auf? Und das beste Beispiel kennt fast jeder von euch aus eigener Erfahrung. Das sogenannte Runners High, dieses Hochgefühl nach dem Sport. Ihr lauft, am Anfang ist es anstrengend und irgendwann kippt das. Plötzlich fühlt es sich leicht an, gut gelaunt. Der Schmerz tritt zurück, fast euphorisch. Viele kennen das. Nach einer Wanderung, nach Radfahren, nach dem Schwimmen. Jetzt müsst ihr mir zuhören, denn das ist über Jahrzehnte viel zu kurz erklärt worden. Ihr habt sicher gehört, dass dieses schöne Gefühl von den Endorphinen kommt, von den Glückshormonen. Steht in jedem alten Sportbuch. Naja, das ist auch nicht komplett falsch, aber es ist nur ein kleiner Teil der Geschichte. Die Endorphine, die euer Körper produziert und ins Blut bringt, die Anzahl ist sehr hoch. Die können aber über das Blut nicht ins Gehirn gelangen. Denn es gibt da eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke und die filtert genau das raus, was da gar nicht rein soll. Das heißt, die wohligen Gefühle, die ihr habt und im Kopf empfindet, die können über das Blut da gar nicht angeregt worden sein. Aber wer kommt durch? Die Endokannabinoide. Die sind nämlich schon da. Sie werden in den Wänden der Zellen überall, in allen Körperzellen, erzeugt. Anandamid wird aber beim Sport auch in den Muskeln mehr produziert und gelangt von den dortigen Zellen ins Blut und ist tatsächlich in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Und dort dockt es direkt an das Belohnungszentrum an. Und es braucht aber nur eine moderate Aktivität, also keineswegs eine Höchstleistung. Nach allem, was die neue Forschung zeigt, ist dieses Hochgefühl nach dem Sport euer körpereigenes Cannabis-System bei der Arbeit. Bewegung ist der stärkste natürliche Hebel dafür, den wir kennen. Und das ist keine Pflanze, kein Pulver, kein Öl. Das ist euer Körper, der sich selbst belohnt, wenn ihr ihn bewegt. Aber Bewegung ist nicht der einzige Auslöser. Es gibt noch mehr. Das zweite ist die Stressadaption. Das cannabinoide System springt nämlich an, wenn akuter Stress abklingt. Es hilft euch beim Runterkommen. Es ist Teil der Erholung.
Und auch milde Reize, an die sich der Körper anpasst, gehören dazu. Das ist genau dieses Hormesis-Prinzip. Dazu habe ich ein Video gemacht. Schaut es euch an. Der richtige Reiz in der richtigen Dosis, das macht das System stärker. Das dritte ist der Schlaf. Das cannabinoide System ist in diesen Rhythmus eingebunden. Guter tiefer Schlaf und dieses System gehen Hand in Hand. Das eine stützt das andere. Und das vierte, das überrascht viele, die soziale Bindung, der direkte Kontakt, nicht der digitale, eine echte Umarmung, gemeinsames Lachen, zusammen mit Menschen, die einem gut tun. Das aktiviert im Belohnungssystem genau diesen Ananda-Mietweg. Soziale Nähe macht buchstäblich euer eigenes Ananda mit. Und jetzt schaut euch diese 4 noch einmal richtig an. Bewegung, Stressadaption, Erholung, Schlaf und soziale Bindung. Kommt euch das bekannt vor? Ja, das sind genau dieselben Hebel, die ich in meinem Longevity-Video bereits vorgestellt habe. Das ist kein Zufall, da ist ein Prinzip dahinter. Und das ist der wichtigste Gedanke in diesem Video. Überall wird euch heute angeboten, irgendwas von außen in den Körper hineinzubringen. Beim Altern sind es Longevity-Pillen. Beim Schmerz, beim Stress, beim Schlaf sind es auch häufig Pillen oder auch mal die Cannabis-Schiene. THC, CBD-Öl, kauft das, schluckt das. Vor allem das THC flutet dann euer ganzes System von außen. Stundenlang, überall gleichzeitig. Das ist Substitution, Ersatz von außen. Aber ihr habt dieses System doch schon vollständig eingebaut. Punktgenau, fein dosiert und an der richtigen Stelle. Und es wird von allein wieder abgebaut. Viel präziser, als es jede Pflanze von außen je könnte. Die Frage ist also nicht, was führe ich zu, sondern wie bringe ich mein eigenes System wieder auf Schwung. Das nenne ich Wiederherstellung statt Substitution. Und das ist genau die gleiche Philosophie, die ich schon beim Longevity-Video erklärt habe. Es ist sozusagen ein Schwesterthema. Gut, also wie fahrt ihr euer eigenes System jetzt hoch? Ihr kennt die Antwort eigentlich schon. Es sind genau die 4 von eben. Keine Angst, ich kaue die jetzt nicht noch einmal einzeln durch. Aber 2 Sachen will ich doch noch dazu sagen, weil sie zeigen, was der bessere Weg ist. Das erste, wenn ihr dauernd etwas von außen reinkippt, dann wird das System geflutet. Und dann passiert genau das, was bei Dauerstress auch passiert. Das System regelt seine eigene Empfindlichkeit runter. Die Empfänger ziehen sich zurück. Man braucht immer mehr für immer weniger Wirkung. Fluten von außen schwächt am Ende genau das System, das ihr eigentlich schützen wollt. Euer eigener Weg da drin, der macht genau das Gegenteil. Er baut es wieder auf. Und das zweite ist ein Baustein, der schön zeigt, wie das alles zusammenhängt. Diese körpereigenen Stoffe sind nämlich aus Fett gebaut. Also fettbasierte Botenstoffe direkt aus eurer Zellwand heraus. Und aus welchen Fetten eure Zellwände überhaupt bestehen, das hängt davon ab, was ihr esst. Eine ganze Familie verwandter Fettbotenstoffe baut der Körper sogar direkt aus der Omega-3-Fettsäure auf. Und die kann euer Körper nicht selber herstellen, die müsst ihr tatsächlich essen. Fetter Fisch, Walnüsse, Leinöl, mit den richtigen Fetten gebt ihr euren Körper die richtigen Bausteine. Und jetzt muss ich ehrlich sein, das gehört dazu. Das System ist noch jung in der Forschung. Seit den 90er Jahren kennen wir erst das System der Endokannabinoiden. Vieles ist noch gar nicht abschließend verstanden. Ich verspreche euch hier keine Wundermittel und keine Heilung. Was ich euch zeige, sind die Zusammenhänge, so wie wir sie heute kennen. Und Dinge, die ihr ohne Risiko selber tun könnt. Bewegen, schlafen, Freunde treffen, da kann nichts schief gehen. So, und jetzt zur Cannabis-Frage. Sie kommt sicher in den Kommentaren. Wir haben dazu ein eigenes Video, das verlinke ich euch. Schaut es euch an. Klar gibt es medizinische Situationen, in denen Cannabis als Medikament eingesetzt wird. Dann sollte es aber auch bei den Medikamentenwirkungen bleiben und nicht zur Gewohnheit werden, die zur Stimmungsregulation beitragen soll. Also solche Anwendungen sind ganz was anderes, als das System zu fluten. Ich will nicht irgendwas verteufeln oder empfehlen. Bevor ihr überlegt, etwas von außen zuzuführen, schaut zuerst, ob ihr euer eigenes System nicht wieder in Schwung bringen könnt. Das ist der ehrliche und der sichere Weg. Wiederherstellung
zuerst. Fassen wir kurz zusammen. Euer Körper hat ein eigenes Cannabis-System, körpereigen, fein dosiert, mit körpereigenen Stoffen, dem Anandamid, dem Glücksmolekül. Seine Aufgabe ist das Gleichgewicht, eine Bremse dafür, dass nichts überschießt. Und hochfahren könnt ihr es selber. Über Bewegung, über Schlaf, über echte Nähe, über die richtigen Reize, ganz ohne Pflanze. Das ist Wiederherstellung und keine Substitution. Genau wie bei den Anti-Aging-Programmen. Ihr habt das System schon, ihr müsst euren Körper nur lassen. Gesundheit braucht Verstand. Teilt dieses Video mit jemandem, der gestresst ist, der schlecht schläft oder der gerade darüber nachdenkt, wie er CBD oder Cannabis anwenden soll. Einmal Daumen hoch und abonniert den Kanal und drückt die Klingel, dann werdet ihr immer erinnert, wenn ein neues Video kommt. Und schreibt in die Kommentare, kennt ihr dieses Hochgefühl nach dem Sport? Und wann hattet ihr das zuletzt? Wer tiefer einsteigen will, das Schwestervideo zu Longevity und dem Vagusnerv verlinke ich euch. Schaut sie euch an und ich sage wieder Tschüss für heute.